This film is recommended for experienced motorcyclists with limited off-road experience. Due to the length of the film, this video is not suitable for swipe-oriented viewers. Non-German speaking viewers can switch to subtitles in other languages or use the English voiceover. Everyone else, enjoy watching. Willkommen zur zweiten Episode meiner Enduro-Wanderung im Friaul. Zuerst möchte ich mich herzlich für die vielen positiven Rückmeldungen zum ersten Teil hier auf meinem Kanal und in diversen Foren bedanken. Euer Feedback, eure Kommentare und Erfahrungen haben mich wirklich sehr gefreut und das motiviert mich, immer wieder weiterzumachen. Im ersten Video habt ihr mich auf meiner allerersten Wanderung durch die Alpen mit meiner kleinen Enduro begleitet. Von Kärnten über die Straniger Alm bis hin zum Passo Polentin, über die Lanzer Alm und weiter ins Val d'Ogna bis zur Sella di Somdogna. Noch ein kleiner Nachtrag zum Passo Polentin. Der Pass ist meistens gesperrt von Mitte Oktober bis Anfang Juni und das wird auch hier und da mal von den italienischen Grenzer kontrolliert. Am besten ihr erkundigt euch immer vorher auf der Straniger Alm. Viele von euch haben auch angemerkt, dass die Einschätzung des Schwierigkeitsgrads einer Offroad-Strecke immer subjektiv ist. Und da habt ihr völlig recht. Sie hängt stark von den eigenen Fahrfähigkeiten im Motorrad und natürlich von den aktuellen Straßen- und Wetterbedingungen ab. Einige Fahrer haben meine Einschätzung bestätigt und andere meinten aber, dass der Passo Polentin doch gar nicht so schwer sei und man ihn locker mit einer 1300er GS mit Straßenprofil meistern kann. Und ja, das kann absolut sein. Und mein Freund Walle on Tour würde das auf seiner GS auch noch einhändig fahren und mit einem Handy dabei mich filmen. Spaß beiseite. Wenn man den Pass von der italienischen Seite hinauffährt, ist er auch leichter. Ich bin allerdings von der österreichischen Seite als Enduro-Einsteiger hinuntergefahren, was das Ganze deutlich anspruchsvoller macht. Zur Orientierung: im Offroad-Atlas von Schmitz wird die Strecke als schwer eingestuft und im bekannten Alpenstraßenführer von Denzel liegt der Schwierigkeitsgrad bei 3 bis 4 von 5 Stufen. Das ist aber egal. Hauptsache, jeder hat Spaß dabei. Heute wartet das nächste echte Highlight auf mich. Es geht hoch zum Monte Paularo. Der Einstieg in die Schotterpassage liegt rund 33 Kilometer von meinem Hotel entfernt. Perfekt zum Warmfahren. Ab Ligusulu führt eine kleine Militärstraße nach oben, bis etwa 100 Höhenmeter unterhalb der Bergkuppe, direkt oberhalb des Lago di Mon. Laut Denzel liegt der Schwierigkeitsgrad der Schotterstrecke bei 3 bis 4. Mit großen Reise-Enduros und Stollenreifen und entsprechender Fahrtechnik ist das gut machbar. Als Enduro-Anfänger nehme ich das Ganze aber mit ordentlichem Respekt in Angriff. Es gibt wohl keine Randsicherung der alten schmalen Militärstraße und ein Fahrfehler kann auch entsprechende Folgen haben.
dem Lago di Mon wird das letzte Stück dann richtig anspruchsvoll. Aber die Gefahr kann wo ganz anders liegen. Da ich bei dem heutigen Wetter garantiert nicht alleine unterwegs bin, stehe ich etwas früher auf als der Rest. Ich frühstücke noch vor allen anderen Gästen, checke aus und hole meine Maschine aus der Privatgarage des Hoteliers. Dann geht's endlich direkt los, rund 35 Kilometer nach Norden Richtung Paularo. Bevor ich bei Tolmezzo den Tagliamento überquere, lege ich aber noch einen kurzen Stopp ein. Ich fahre zur Kirche Santa Stefano hinauf. Auf 384 Metern Höhe thront die Pfarrkirche über der Landschaft und bietet einen richtig starken Blick auf den Cavazzo-See. Ich überquere den fast ausgetrockneten Tagliamento, fahre Richtung Norden und folge dann dem Torrente Chiasso bis nach Paularo. In Paularo führt dann eine schöne Bergstraße hinauf zur Forcella di Lius auf 1070 Metern Höhe und weiter nach Ligosulo. Das kleine Dorf Ligosulo ist übrigens einzigartig im Friaul von markanten Vulkanfelsen umgeben, die mich heute aber weniger interessieren. Denn in Ligosulo geht es weiter hinauf zum Castello Val di Her. Denn dort beginnt dann die alte, geschotterte Militärstraße hoch zum Monte Paularo. Hallo liebe Freunde von Ride On with Friends. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, stehe ich am Castel Val di Her und das ist der Einstieg zum Monte Paularo. Also ich bin mal gespannt, was mich erwartet und ob ich es hochschaffe bis zum Gipfel. Mal schauen. Bis dann. Das Castello Val di Her stammt übrigens aus dem Jahr 1460 und diente über die Jahrhunderte als Wohnsitz verschiedener Adelsfamilien. Im Ersten Weltkrieg wurde ein Teil der Anlage zerstört, 1970 jedoch nach dem ursprünglichen Entwurf restauriert. Zuletzt war das Castello als Restaurant mit Bar bekannt, in dem man bis vor einigen Jahren noch einkehren konnte. Wie es mit dem eindrucksvollen Gebäude weitergeht, ist derzeit offen, aber man hat nach wie vor einen tollen Ausblick auf die Karnische Alpen. So, genug gequatscht. Jetzt starte ich die Etappe so gegen 10 Uhr hoch zum Monte Paularo. Die geschotterte Stichstraße ist ca. 10 Kilometer lang hin und dann geht es wieder den gleichen Weg zurück. Zunächst führt die Strecke auf schmalem Asphalt vorbei an einigen Häusern, kurvig und teils von Mauern begrenzt. Danach wird es anspruchsvoller. Es beginnt die Schotterstrecke und bis auf wenige Meter wird die einspurige Straße zum steilen Abhang hin nicht mehr gesichert sein. Der Untergrund ist stellenweise tief geschottert mit großen Steinen, vor allem in den Kehren.
Insgesamt ist die Strecke bei trockenem Wetter jedoch gut befahrbar und auch für Enduro-Einsteiger durchaus geeignet, da auch der Fahrbahnbelag vor einigen Jahren auf weiten Teilen erneuert wurde. Dennoch sollte man gerade als Enduro-Einsteiger Respekt haben und immer bremsbereit sein, denn hinter jeder Kurve kann plötzlich eine Gefahr lauern. Aber macht euch am besten selbst ein Bild und begleitet mich in den nächsten Minuten hinauf bis zum Wendepunkt am Monte Paularo, wo eine kleine Überraschung auf mich wartet. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass die Strecke wenige Tage zuvor noch wegen Erdrutschen gesperrt und die Straße auch teilweise unterspült war. Ich bin an diesem Tag auch der erste Motorradfahrer hier oben. Keine nachdrängenden Biker von hinten und kein Gegenverkehr von oben, der eventuell schwierige Ausweichmanöver erfordert. Ein echtes Glück. Ab und zu halte ich nicht nur an, um bei den anstrengenden Passagen kurz durchzuatmen, sondern vor allem, um den fantastischen Ausblick zu genießen. Einfach innehalten und den Moment wirken lassen. Ganz allein hier oben am Berg und dazu das Traumwetter. Der Untergrund wird zunehmend grobschotterig und angesichts der Tatsache, dass es talwärts über mehrere hundert Meter ungesichert bergab geht, versuche ich konsequent eine saubere Spur bergseitig zu fahren. Manchmal bin ich vor lauter Respekt auch etwas zu langsam unterwegs. Vielleicht hätte ich doch noch ein paar Trainings mehr bei Andi mitnehmen sollen. Aber hinterher ist man immer schlauer, irgendwie geht es aber trotzdem weiter. Laut Navi sind es nur noch wenige Kilometer bis zum Wendepunkt. Meine Konzentration ist hoch, denn der Untergrund fordert weiter volle Aufmerksamkeit und die Anstrengung macht sich deutlich bemerkbar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Shirt inzwischen komplett durchgeschwitzt ist. Trotzdem heißt es jetzt dranbleiben und sauber weiterfahren. Viel fehlt ja nicht mehr. Hier an der Parkbank mit Blick auf den Lago di Mon überlege ich kurz die Tour bergauf schon zu beenden. Die Wegbeschreibung kündigt noch ein paar recht anspruchsvolle Passagen für Enduro-Einsteiger an. Andererseits, wenn ich schon mal hier bin, will ich die letzten Kilometer bis zum Ende fahren, um den Ausblick in vollen Zügen genießen zu können.
Wenn ich jetzt mit Blick auf den Monte Paularo ein Zwischenfazit ziehen darf, kann ich erstens bestätigen, dass die Einschätzung von Denzel mit einem Schwierigkeitsgrad 3 bis 4 für mich genau gepasst hat. Bei Regen oder kurz nach starkem Regen würde ich die Strecke auf keinen Fall fahren. Einige Abschnitte sind sehr grob geschottert und können dann richtig herausfordernd werden. Die Schwierigkeiten liegen in der Kombination aus Fahrkönnen und Kondition, Steilheit, fehlenden Begrenzungen hangabwärts, Schotter, engen Kurven und möglichem Gegenverkehr. Ich habe es geschafft und bin ohne Sturz am Ziel angekommen, dem Wendeplateau auf 1949 Metern. Höher geht's mit dem Motorrad nicht. Wer mehr will, muss die letzten Meter zu Fuß Richtung 2043 Meter Gipfel gehen. Ich war ganz allein und konnte die Aussicht erstmal genießen, bis ein knurrender Hütehund auftauchte. Nach guten Zureden war er ganz entspannt und ich übrigens dann auch und machte es sich direkt neben mir gemütlich. Ich hatte das Gefühl, dass er mich nun auch beschützt. Ja, hallo, ich bin jetzt hier am Monte Paularo. Once in a lifetime, sagt man so schön. Und für mich ist es einmalig. Das stand schon ewig bei mir auf der Liste. Und ich habe mich nie getraut, mit meiner schweren GS hier hochzufahren. Ich denke aber, dass man das schaffen würde mit Grobstollenreifen und einem entsprechenden Können. Aber für mich ist das nichts. Also ich habe es gerade so mit der Vogue 300 Rallye gepackt. Die ist viel leichter wie die GS. Und ein Umfaller kostet auch nicht so viel Geld, wenn man das reparieren muss. Ich war ganz alleine hier unterwegs, heute Morgen so gegen 9 Uhr gestartet und dann etwa eine halbe Stunde hier hochgekämpft. Nicht alles im Stehen, vielleicht 80%, aber die Kräfte haben irgendwann nachgelassen. Da musste ich im Sitzen ganz langsam im ersten oder im zweiten Gang hochfahren. Es ist loser Schotter, also kein fester Schotter, teilweise auch wirklich solche Steine unterwegs. Und man muss vorsichtig fahren, weil links geht es wirklich ganz steil den Berg runter und ein Fahrfehler könnte verhängnisvoll sein. Ja, ich bin ganz happy, dass ich es jetzt geschafft habe. Jetzt ruhe ich hier mal eine Zeit lang aus, sammle neue Kräfte. Weil bekanntlich runter ist es immer etwas schwieriger wie rauf. Und ich hoffe, dass ich das auch ganz gut packe. Und genieße vor allem hier diese Aussicht. Das ist gigantisch, wenn man hier ins Friaul schaut. Also bis später. Ciao. Dann kamen die ersten erfahrenen Enduristen an, sichtbar auch am Limit. Es gab entspannte Benzingespräche und ein paar gute Tipps für die Region. Einer fragte mich, ob ich das Warnschild vor Bären und Wölfen gesehen hätte. Nicht ohne Grund, meinte er, wegen den vielen Hütehunde hier oben. Ich war noch skeptisch, bis ich dann das hier sah.
Grund genug, um auch wieder talwärts zu fahren, denn jetzt habe ich auch langsam Hunger und werde den Einkehrtipp der Biker-Kollegen wohl in Angriff nehmen. Doch zuerst muss ich schauen, dass ich wieder alleine gut runterkomme. Beim Abfahren öffnet sich der Blick auf die Karnischen und Julischen Alpen noch einmal deutlich weiter. Die Landschaft wirkt offen und ruhig. An fast jeder Kurve möchte man anhalten, wegen der Aussicht, wegen des leichten Winds, der über die Wiesen zieht und wegen der Ziegen und Schafe, die auf den Hochalmen stehen. Alles wirkt entschleunigt. Die Strecke am Monte Paularo folgt einer alten Militärstraße aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Sie wurde gebaut, um Truppen und Material in die hochgelegenen Stellungen der Karnischen Alpen zu bringen. Der Verlauf ist funktional, enge Kehren, gleichmäßige Steigungen, kaum Absicherung. Nicht für Komfort, sondern für Erreichbarkeit. Entlang der Route findet sich noch heute Spuren dieser Zeit. Geländeeinschnitte, alte Trassen, Reste von Stellungen. Die Straße selbst ist das eigentliche Denkmal. Sie erzählt von einem Alpenraum, der einst strategisch genutzt wurde und heute wieder still ist. Heute wird die Militärstraße von Wanderern, Mountainbikern und erfahrenen Motorradfahrern genutzt. Sie ist kein klassischer Pass, sondern ein historischer Versorgungsweg. Er verlangt konzentriertes Fahren und belohnt mit Ruhe, Weite und Landschaft. Der Monte Paularo steht nicht für Geschwindigkeit, sondern für Geschichte, Abgeschiedenheit und eine ursprüngliche Art des Unterwegsseins. Unten in Likosulu bin ich wieder gut auf Asphalt angekommen. Nur noch wenige Meter trennen mich vom kulinarischen Biker-Tipp direkt an der Talabfahrt. Heute steht Hirsch in allen Variationen auf dem Mittagstisch. Genau das Richtige nach der anstrengenden Fahrt vom Monte Paularo. Ja, im Hintergrund, vielleicht sieht man das, ist der Zoccolan. Und jetzt bin ich hier in dem Gasthof und werde einiges essen und trinken. Also bis dann, ciao. Nach einem vorzüglichen Mittagessen und einer Flasche Aqua Minerale con Gas steht jetzt noch eine schöne Etappe über den Monte Zoccolan an. Den habe ich euch bereits ausführlich in meinem Video Best of Friaul Teil 1 vorgestellt. Trotzdem gibt es auch hier immer wieder etwas Neues zu entdecken, vor allem abseits der eigentlichen Passstraße. Anschließend geht es weiter entlang des Torrente Degano in Richtung Ravascletto, wo ich mein Motorradhotel für heute erreiche. Das Essen liegt noch schwer im Magen. Nur mit einiger Kraftanstrengung schaffe ich es wieder hoppelnd auf den 93 cm hohen Bock, da ich ja hinten auf dem Sozius-Sitz noch eine Hecktasche montiert habe. Oder ist es vielleicht doch schon das Alter? Kurz vor Paluzza überquere ich auf der SP24 den Torrente Orte Claas. Wenig später bei Sutrio geht es dann richtig los. Einstieg in die Serpentinenstraße hinauf Richtung Monte Zoccolan.
Wer mehr über die Besonderheiten dieses Passes erfahren möchte, findet alle Details in meinem ersten Friaul-Video, das ich oben noch einmal verlinkt habe. Die Ostrampe des Monte Zoncolan wirkt heute fast so, als wäre sie nur für mich und mein Motorrad reserviert. Mit 34 PS und 300 Kubikzentimetern, dazu volles Gepäck, schraube ich mich Meter für Meter nach oben. Kein Tempo, kein Stress, einfach gleichmäßig fahren. Rund um den Monte wird an den Skipisten gearbeitet. Die letzten Unwetter haben hier deutliche Spuren hinterlassen. Vieles wird gerade instand gesetzt. Da es oben am Pass in der Regel immer recht belebt ist, verlasse ich die Strecke diesmal kurz vor dem Scheitelpunkt und fahre hinüber zum Rifugio Lagiane. Von hier aus bietet sich einer der besten Blicke in Richtung der Karnischen Alpen. Jetzt geht es die letzten Meter hinauf zum Monte Zoncolan. Dann ist es geschafft. Oben am Pass ein kurzer Stopp, das obligatorische Erinnerungsfoto. Ein Moment zum Durchatmen, bevor es weitergeht. Und dann beginnt sie, die Abfahrt. Die Serpentinen hinunter nach Chialina. Kaum Verkehr. Die Nachmittagssonne steht tief. Mal mystisch hinter Wolken verborgen, dann hinter der nächsten Kurve wieder in voller Pracht. Sie bricht durch und taucht die Wälder in warmes Licht. Einspurige Tunnel, dann Kurve um Kurve. 1400 Höhenmeter geht es hinab ins Tal. Genau diese Momente machen das Motorradfahren hier oben aus. In den nächsten Minuten nehme ich dich mit auf diese Talabfahrt. Die Westabfahrt des Monte Zoncolan ist nicht nur landschaftlich ein Highlight, sie fühlt sich an wie eine Einladung, den Tag entspannt ausrollen zu lassen. Für mich ist die Fahrt über den Zoncolan von Ost nach West die schönste Art, die beeindruckende Bergwelt dieser Region wirklich wahrzunehmen.
Nun fahre ich weiter entlang des Torrente Degano, der sich tief unten durchs Tal schlängelt in Richtung Ravascletto, hinüber auf die Nordseite des Zoncolan. Ravascletto ist nicht nur ein Hotspot für Skifahrer und Wanderer, sondern auch für Endurofahrer. Warum das so ist, das zeige ich übrigens im nächsten Teil dieser Videoserie, wenn ich die nächste Offroad-Passage in Angriff nehme. In Ravascletto kann man übrigens auch mit einer Gondel fast 800 Höhenmeter hinauf auf den Monte Zoncolan fahren. Für mich geht es aber jetzt erstmal die letzten Meter weiter direkt ins Motorradhotel. Ich habe Lust auf ein Stiefelbier, gute Benzingespräche, eine Dusche und natürlich auf ein italienisches Abendmenü. Genau so darf der zweite Motorradtag enden. Das Besondere an diesem sehr motorradfahrerfreundlichen Hotel ist neben der großen Gastfreundschaft, den schönen Zimmern und dem guten Essen vor allem die Parkmöglichkeit für Motorräder. Direkt vor dem Haupteingang, gut einsehbar und bewacht. Und wie man sieht, ist das Hotel längst kein Geheimtipp mehr. Schon jetzt stehen einige Enduros hier und es werden definitiv noch mehr. Hier treffe ich den Biker vom Monte Paularo mit seiner Tenere wieder und wie man sieht, hat er sich auch ein Souvenir mitgebracht. Ärgerlich, klar, aber bei Offroad-Fahrten nicht immer vermeidbar. Mit Blick auf den Monte Zoncolan und wartend auf das Abendessen fasse ich den Tag noch einmal kurz zusammen. Die kurze Zusammenfassung von Tag 3. Ich bin ganz stolz auf mich, weil es wieder eine Steigerung war zu den vorhergehenden Tagen. Ich bin den Monte Paularo hochgefahren und es waren ganz knifflige Situationen dabei, aber ich habe die gemeistert und als Anfänger ist man dann stolz. Ja, ich sitze hier in Ravascletto im Tourenfahrerhotel Bella Vista, wobei ich jetzt keine Bella Vista gebucht habe, sondern ich habe mein Zimmer auf der Nordseite, aber da ist es bestimmt kühler wie auf der Südseite. Also wir sehen uns bis morgen dann. Ciao. Alle wichtigen Infos erhältst du direkt zum Download, inklusive GPX-Touren und Tracks, detaillierte Karten im Roadbook sowie Empfehlungen für Übernachtungen. Wie du an die Daten kommst, findest du ganz einfach auf meiner Homepage. Siehe hierzu in die Videobeschreibung. Danke, dass du mich begleitet hast. Bleib neugierig, fahr vorsichtig und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, viele Grüße, dein Jürgen.